Mein Name ist Emilia. Ich bin Krankenschwester und kümmere mich jeden Tag um einen alten Mann namens Albert. Alberts Frau besucht ihn mit Blumen, sie lächelt ihn an, sie hält seine Hand, sie spricht liebevoll mit ihm. Aber ich weiß, was sie tut, wenn sie das Haus verlässt. Ich kenne ihr Geheimnis. Und dieses Geheimnis ist schwer. Ich arbeite seit 10 Jahren als Krankenschwester. Ich liebe meinen Beruf, weil ich gern Menschen helfe. Ich möchte, dass sich kranke Menschen sicher fühlen. Aber manchmal geht es in diesem Beruf nicht nur um Medizin. Manchmal liegt der Schmerz nicht im Körper. Manchmal liegt der Schmerz im Herzen. Albert lebt in einem großen Haus mit einem schönen Garten. Draußen stehen hohe Bäume, grünes Gras und viele Blumen. Von außen sieht das Haus perfekt aus, aber drinnen fühlt es sich einsam an. Albert ist 70 Jahre alt. Er ist ein freundlicher Mann mit weißen Haaren und traurigen blauen Augen. Letztes Jahr hatte er einen Schlaganfall. Seitdem ist sein Körper schwach geworden. Er kann nicht mehr gut laufen. Eine seiner Hände ist schwach. Er braucht bei fast allem Hilfe. Ich helfe ihm, sein Gesicht zu waschen. Ich helfe ihm beim Anziehen, ich helfe ihm beim Essen, ich helfe ihm, vom Bett in seinen Rollstuhl zu kommen. Albert war früher ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er hat ein Unternehmen aufgebaut und viel Geld verdient. Aber jetzt kann ihm all sein Geld seine Gesundheit nicht zurückgeben. Und Geld kann keine wahre Liebe kaufen. Seine Frau heißt Emma. Sie ist viel jünger als er. Sie ist 40 Jahre alt. Sie ist sehr schön. Sie hat lange schwarze Haare, teure Kleidung, goldenen Schmuck und ein starkes Parfüm, dessen Duft noch im Zimmer bleibt, nachdem sie gegangen ist. Als ich anfing, für Albert zu arbeiten, mochte ich Emma. Sie war diejenige, die mich eingestellt hat. »Bitte kümmern Sie sich gut um meinen Mann«, sagte sie. »Ich liebe ihn sehr.« Sie lächelte mich so freundlich an, dass ich ihr glaubte. Ich wollte ihr glauben. Jeden Morgen komme ich um 8 Uhr zu Alberts Haus. Ich wünsche der Köchin und der Reinigungskraft einen guten Morgen. Dann gehe ich in Alberts Zimmer. »Guten Morgen, Albert«, sage ich. Er hat mich gebeten, ihn einfach Albert zu nennen, weil Herr Albert ihn zu alt fühlen lässt. »Guten Morgen, Emilia«, antwortet er langsam. Wegen des Schlaganfalls spricht er langsam, aber sein Verstand ist immer noch klar. Er versteht alles. Ich öffne die Vorhänge und das Sonnenlicht fällt ins Zimmer. Ich helfe ihm, sich aufzusetzen. Ich wasche sein Gesicht mit einem warmen Waschlappen. Ich rasiere ihn, weil er gern gepflegt aussieht. »Danke, Emilia«, sagt er immer. Er ist höflich, selbst an schwierigen Tagen. Wir haben einen festen Tagesablauf. Dieser Tagesablauf gibt ihm Ruhe. Zum Frühstück mag er Haferbrei und Tee. Ich füttere ihn langsam und wir sprechen über einfache Dinge, über das Wetter, über die Vögel, über den Garten. Eines Morgens schaute er nach draußen und sagte,
Ich erinnere mich noch daran, wie ich in diesem Garten laufen konnte. Ich lächelte und sagte, heute kann ich Sie im Rollstuhl dorthin bringen. Sein Gesicht wurde sofort heller. Das wäre schön, sagte er. Um 10 Uhr kommt Emma normalerweise herein. Sie bringt immer Blumen mit. An den meisten Tagen sind es rote Rosen. Guten Morgen, mein Schatz, sagt sie. Sie küsst Albert auf die Stirn und stellt die Blumen in eine Vase. Wenn Albert sie sieht, verändert sich sein Gesicht. Seine Augen werden weich. Er liebt sie von ganzem Herzen. Du siehst heute wunderschön aus, sagt er zu ihr. Danke, mein Schatz, antwortet sie. Sie setzt sich neben ihn und hält seine gesunde Hand. Sie spricht ein paar Minuten über das Haus, ihre Freunde oder irgendein kleines Problem. Aber sie bleibt nie lange. Nach 20 Minuten hat sie immer einen Grund zu gehen. Ich habe ein Meeting. Ich muss ins Fitnessstudio. Meine Mutter braucht mich heute. Albert beschwert sich nie. Er sagt nur, okay, Emma, hab einen schönen Tag. Dann küsst sie ihn noch einmal und wendet sich zu mir. Ihr Gesicht verändert sich, wenn sie mich ansieht. Bei Albert ist sie sanft, bei mir ist sie kühl. Kümmern Sie sich gut um ihn, Emilia, sagt sie. Das werde ich, antworte ich. Nachdem sie gegangen ist, schaut Albert lange zur Tür. Sie ist beschäftigt, sagt er leise. Dieses große Haus macht viel Arbeit. Ich nicke, weil ich ihn nicht verletzen möchte, aber langsam begann ich, Dinge zu bemerken. Krankenschwestern bemerken kleine Details. Wir beobachten Gesichter, wir hören auf Stimmen, wir sehen Dinge, die andere Menschen übersehen. Ich bemerkte, dass Emma ständig auf ihr Handy schaute. Wenn eine Nachricht kam, las sie schnell und lächelte ein geheimnisvolles Lächeln. Ich bemerkte, dass sie sich viel zu elegant für einfache Besorgungen anzog. Sie sagte, sie gehe ins Fitnessstudio, aber sie trug Seidenblusen und hohe Absätze. Wer trägt hohe Absätze ins Fitnessstudio? Eines Nachmittags schlief Albert. Ich ging in die Küche, um etwas Wasser zu holen. Auf dem Flur hörte ich, wie Emma telefonierte. Ihre Stimme war leise. Viel zu leise. Ich vermisse dich auch, flüsterte sie. Ich komme bald. Er schläft. Die Krankenschwester ist bei ihm. Wir treffen uns wie immer. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Sie sprach über Albert. Sie sprach über mich. Dann lachte sie wie eine Frau, die verliebt ist. Als sie sich umdrehte und mich sah, wurde ihr Gesicht für einen Moment blass. Dann wurde ihr Blick hart. Emilia, sagte sie, wie lange stehen Sie schon hier? Ich wollte nur Wasser holen, sagte ich. Ich habe nichts gehört. Das war eine Lüge. Sie sah mich aufmerksam an, nahm dann ihre Handtasche und verließ das Haus. Ich ging zurück in Alberts Zimmer. Er schlief immer noch friedlich. Er wusste nichts. Ich setzte mich neben sein Bett und schaute auf seine alten Hände. Diese Hände hatten viele Jahre lang gearbeitet.
Diese Hände hatten sich ein Leben aufgebaut. Jetzt brauchte er Fürsorge. Er brauchte Liebe, er brauchte die Wahrheit, aber seine Frau belog ihn. Ich wollte es ihm sagen, aber ich hatte Angst. Was, wenn die Wahrheit seiner Gesundheit schaden würde? Was, wenn er mir nicht glaubte? Was, wenn Emma mich entließ und sich niemand mehr richtig um ihn kümmerte? Also schwieg ich. Ich bewahrte ihr Geheimnis, und mit jedem Tag wurde dieses Geheimnis schwerer. Die Tage vergingen, dann vergingen Wochen. Und das Geheimnis wurde immer schwerer in meinem Herzen. Jedes Mal, wenn Emma in Alberts Zimmer kam, spürte ich, wie Wut in meiner Brust aufstieg. Sie brachte Blumen mit, sie lächelte süß, sie hielt seine Hand, und dann log sie. An einem Dienstagmorgen stellte sie frische Rosen auf den Tisch und sagte: »Heute habe ich ein Wohltätigkeitsessen.« Albert lächelte sie an. »Du bist so freundlich, Emma«, sagte er. »Du hilfst den Menschen immer.« Ich schaute auf den Boden. Ich sagte nichts, aber tief in meinem Inneren kannte ich die Wahrheit. Sie ging nicht zu einem Wohltätigkeitsessen. Eines Abends geschah etwas Unerwartetes. Ich hatte meine Arbeit um 6 Uhr beendet. Draußen regnete es in Strömen. Als ich versuchte, mein Auto zu starten, machte der Motor ein seltsames Geräusch und ging aus. Mein Auto sprang nicht mehr an. Ich rief einen Mechaniker an, aber er sagte, dass er erst am nächsten Morgen kommen könne. Also rief ich ein Taxi und wartete im Regen. Der Taxifahrer war ruhig und höflich. Er fuhr durch die nasse Stadt, während der Regen gegen die Fensterscheiben prasselte. An einer roten Ampel schaute ich nach draußen. Wir hielten vor einem teuren Restaurant. Es war ein romantischer Ort mit Kerzen auf den Tischen und sanftem Licht hinter den Fenstern. Dann sah ich ein weißes Auto vor dem Restaurant stehen. Mein Herz wurde kalt. Ich kannte dieses Auto. Es gehörte Emma. Ich schaute durch das Fenster des Restaurants und dann sah ich sie. Emma saß direkt am Fenster. Sie trug ein rotes Kleid, sie sah wunderschön und glücklich aus, sie lachte und hielt ein Glas Wein in der Hand. Ihr gegenüber saß ein junger Mann. Er war ungefähr 30 Jahre alt. Er hatte dunkle Haare und ein selbstbewusstes Lächeln. Er hielt ihre Hand. Dann beugte sich Emma zu ihm. Der Mann beugte sich ebenfalls zu ihr. Und sie küssten sich. Es war kein freundschaftlicher Kuss. Es war kein unschuldiger Kuss. Es war der Kuss von 2 Menschen, die etwas verheimlichten. Die Ampel wurde grün und das Taxi fuhr weiter. Das Restaurant verschwand hinter uns, aber das Bild blieb in meinem Kopf. Jetzt hatte ich einen Beweis. Es war nicht nur ein Telefonat, es war die Wahrheit. Emma betrog Albert. In dieser Nacht ging ich nach Hause in meine kleine Wohnung, aber ich konnte nichts essen. Ich setzte mich auf mein Sofa und dachte an Albert.
Wahrscheinlich lag er gerade in seinem Bett und vertraute seiner Frau. Vielleicht dachte er, sie sei mit Freunden unterwegs. Vielleicht glaubte er, sie helfe jemandem. Er wusste nicht, dass sie bei einem anderen Mann war. Mir stiegen Tränen in die Augen. Es fühlte sich so ungerecht an. In dieser Nacht schlief ich schlecht. Ich träumte, dass Albert um Hilfe rief. Aber als ich antworten wollte, kam kein Ton aus meinem Mund. Am nächsten Morgen ging ich müde und mit schwerem Herzen zur Arbeit. Als ich das Haus betrat, fühlte es sich anders an. Es fühlte sich voller Lügen an. Ich ging in Alberts Zimmer. »Guten Morgen, Albert«, sagte ich. Er war bereits wach. Er schaute hinaus in den Garten. »Guten Morgen, Emilia«, antwortete er leise. Er sah mich nicht an. »Sie sehen heute müde aus«, sagte er. »Ich habe nicht gut geschlafen«, antwortete ich. Er nickte langsam. Ich hatte auch eine schlechte Nacht. Ich ging näher zu ihm und maß seinen Blutdruck. Er war etwas zu hoch. »Fühlen Sie sich krank?«, fragte ich. »Tut Ihnen der Kopf weh? Soll ich den Arzt rufen?« Albert wandte seine traurigen blauen Augen zu mir. »Mein Herz tut weh, Emilia.« Ich erstarrte. »Ihr Herz? Meinen Sie Schmerzen in der Brust?« Er schüttelte langsam den Kopf. »Nein, nicht diese Art von Schmerz. Mein Herz tut wegen des Lebens weh.« Für einen Moment sah er sehr alt und sehr müde aus. Dann sagte er, »Emilia, Sie sind ein ehrlicher Mensch, das kann ich sehen. Danke«, flüsterte ich. Meine Hände zitterten, als ich den kleinen Tisch neben seinem Bett sauber machte. »Darf ich Sie etwas fragen?«, sagte er. »Natürlich.« Er blickte wieder zum Fenster. »Glauben Sie, dass Emma glücklich ist?« Diese Frage überraschte mich. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. »Ich glaube, sie lächelt oft«, sagte ich vorsichtig. Albert lachte leise und traurig. »Ja«, sagte er, »sie lächelt, wenn sie Blumen bringt. Sie lächelt, wenn sie geht.« Dann schaute er auf seine schwachen Hände. »Sie ist jung, sie möchte das Leben noch genießen. Ich bin jetzt alt, ich bin krank, ich bleibe in diesem Zimmer, während sich draußen die Welt weiterdreht. Das bedeutet nicht, dass sie aufhören sollte, sie zu lieben«, sagte ich. »Sie sind ihr Ehemann.« Albert sah mich an. »Ehemann«, wiederholte er leise. »Manchmal reicht dieses Wort nicht aus.« Dann wurde sein Blick ernst. »Emilia, wohin geht sie?« Mein Herz blieb stehen. Er fragte mich direkt. »Ich weiß es nicht«, sagte ich schnell. »Sie sagt, sie geht ins Fitnessstudio oder zu Besprechungen oder zu ihrer Mutter.« Albert schüttelte den Kopf. »Nein, Emilia, Sie wissen etwas. Ich kann es in Ihrem Gesicht sehen.« Ich schaute weg. »Sie sind eine schreckliche Lügnerin«, sagte er sanft. »Und genau deshalb vertraue ich Ihnen.« Dann griff er nach meiner Hand. Seine Hand war warm, aber schwach. »Bitte«, flüsterte er, »behandeln Sie mich nicht wie ein Kind. Alle denken, ich sei nur ein kranker alter Mann. Sie glauben, ich verstehe nichts mehr, aber ich verstehe.
Ich spüre die Kälte, ich spüre die Distanz. Seine Finger drückten meine Hand sanft. Sagen Sie mir die Wahrheit, Emilia. Was wissen Sie? Ich sah Albert an. Ich sah den Schmerz in seinen Augen, aber ich sah auch seine Stärke. Er war kein hilfloses Kind. Er war ein Mann, der sich ein Leben aufgebaut hatte, ein Unternehmen gegründet hatte und den Namen seiner Familie groß gemacht hatte. Er hatte die Wahrheit verdient. Ich holte tief Luft. Albert, sagte ich leise, letzte Nacht habe ich Emma gesehen. Er blieb ganz ruhig. Er schaute mich nur an. Ich habe sie in der Stadt gesehen, fuhr ich fort. Sie war in einem Restaurant. Seine Stimme wurde ganz leise. War sie allein? Ich schluckte schwer. Nein, sagte ich, sie war mit einem Mann zusammen. Albert schloss die Augen. Seine Hand glitt langsam von meiner. Er lehnte sich zurück auf das Kissen und wurde ganz still. Er schrie nicht. Er weinte nicht. Er sah nur unendlich müde aus. Ich verstehe, flüsterte er. Das Zimmer war still. Ich konnte die Uhr an der Wand hören. Tick-Tack, Tick-Tack. Es tut mir leid, sagte ich. Es tut mir so leid, Albert. Er öffnete wieder die Augen. Nein, Emilia, sagte er. Es muss Ihnen nicht leid tun. Danke, dass Sie es mir gesagt haben. Danke, dass Sie mich genug respektiert haben, um mir die Wahrheit zu sagen. Dann blickte er zum Fenster. Ich glaube, ich wusste es schon, sagte er. Mein Herz wusste es. Aber Hoffnung kann einen Menschen blind machen. Mir traten Tränen in die Augen. Was werden Sie jetzt tun? Fragte ich. Das weiß ich noch nicht, sagte er. Ich muss nachdenken. In diesem Moment hörten wir draußen ein Auto. Es war 10 Uhr. Emma war angekommen. Alberts Körper wurde ganz steif. Sie ist da, sagte er. Möchten Sie, dass ich ihr sage, Sie ruhen sich aus? Fragte ich. Ich kann Sie bitten, später wiederzukommen. Nein, sagte Albert. Seine Stimme klang plötzlich stärker. Lass sie hereinkommen. Ich bin es leid, mich vor der Wahrheit zu verstecken. Ein paar Sekunden später öffnete sich die Tür. Emma kam herein. Sie trug ein leuchtend gelbes Kleid. In den Händen hielt sie einen Strauß gelber Tulpen. »Guten Morgen, mein Schatz«, sagte sie mit süßer Stimme. Sie sah glücklich aus, sie sah unschuldig aus. Aber jetzt kannten wir die Wahrheit. »Guten Morgen, Emma«, sagte Albert. Seine Stimme klang kühl. Sie ging zum Bett und beugte sich zu ihm hinunter, um ihn zu küssen. Albert drehte jedoch den Kopf weg, so dass ihr Kuss nur seine Wange berührte. Emma blieb stehen. »Albert, was ist los?« Albert sah ihr direkt in die Augen. »Die Blumen sind schön«, sagte er. »Hast du sie nach dem Fitnessstudio gekauft?« »Ja«, antwortete sie schnell, »im Blumenladen an der Ecke.« Albert wandte den Blick nicht ab. »Oder hast du sie nach dem Abendessen gestern Abend gekauft?«
Das Zimmer wurde plötzlich eiskalt. Emma erstarrte. Die Tulpen waren noch immer in ihren Händen. Albert hob langsam seine schwache Hand. »Hör auf«, sagte er. »Bitte hör auf zu lügen. Zeig mir wenigstens so viel Respekt.« Emma starrte ihn an. Dann sah sie zu mir. Ihre Augen füllten sich mit Wut. »Was hast du ihm erzählt?« fauchte sie. »Du kleine Spionin! Sprich nicht so mit Emilia«, rief Albert. So laut hatte ich seine Stimme noch nie gehört. Dann begann er heftig zu husten. Sein Gesicht wurde rot. Ich eilte sofort zu ihm. »Albert, atmen Sie langsam«, sagte ich. Ich gab ihm Wasser und rieb ihm sanft den Rücken. Emma stand mitten im Zimmer. Sie wirkte wie gefangen. »Albert, hör mir zu«, sagte sie. »Nein«, antwortete er, »ich habe mir lange genug Lügen angehört.« Er sah sie mit gebrochenem Blick an. »Ich habe dir mein Zuhause gegeben, ich habe dir ein gutes Leben gegeben, ich habe dir mein Herz geschenkt, aber du hast mir nur Geheimnisse gegeben.« Emma bekam Tränen in den Augen. »Ich war einsam«, sagte sie. »Du bist krank, du liegst immer im Bett, ich wollte auch ein Leben haben.« Albert nickte langsam. »Ich weiß, dass dieses Leben schwer ist«, sagte er. »Ich weiß, dass es nicht leicht ist, mit einem kranken Mann verheiratet zu sein. Wenn du gehen wolltest, hättest du es mir sagen können. Ich hätte dich gehen lassen, aber du hast dich nicht für Ehrlichkeit entschieden, du hast dich für Verrat entschieden.« Emma sagte nichts. Alberts Stimme wurde noch kälter. »Du wolltest mein Geld, aber nicht meine Frau sein.« Die Wahrheit stand zwischen ihnen wie eine Mauer. Emma ließ die Tulpen auf den Boden fallen. »Geh«, sagte Albert. »Albert, bitte, verlass mein Haus«, wiederholte er. »Geh zu dem Leben, das du haben wolltest, aber komm nie wieder zurück.« Einen Moment lang starrte sie ihn nur an, dann drehte sie sich um und ging hinaus. Wir hörten ihre Absätze auf dem Flur, klick, klick, klick. Dann fiel die Haustür ins Schloss. Kurz darauf fuhr ihr Auto davon. Im Haus wurde es wieder still. Albert blickte auf die gelben Tulpen, die auf dem Boden lagen. »Emilia«, sagte er. »Ja, Albert? Bitte wirf diese Blumen weg.« Ich hob sie auf und warf sie in den Mülleimer. Als ich zurückkam, lief eine einzelne Träne über Alberts Wange. »Geht es Ihnen gut?« fragte ich leise. »Nein«, sagte er, »mein Herz ist gebrochen, aber die Lüge ist vorbei und jetzt bin ich frei.« Ich nahm seine Hand. »Ich bin hier«, sagte ich. »Sie müssen das nicht allein durchstehen. 6 Monate sind seit diesem Tag vergangen. Das Leben in diesem Haus ist jetzt anders. Es ist immer noch ruhig, aber es ist eine friedliche Ruhe. Albert hat einen Anwalt beauftragt. Er und Emma sind inzwischen geschieden. Sie hat etwas Geld bekommen, aber nicht alles. Albert nennt es den Preis der Freiheit.
An manchen Tagen ist er noch traurig, manchmal vermisst er die Frau, für die er Emma gehalten hat. Doch dann erinnert er sich an die Wahrheit, und die Wahrheit gibt ihm Kraft. Er schläft jetzt besser, er isst besser, er lächelt mehr. Jeden Morgen komme ich immer noch in das Haus. Ich öffne die Vorhänge und lasse das Sonnenlicht in sein Zimmer. »Guten Morgen, Albert«, sage ich. »Guten Morgen, Emilia«, antwortet er. Und wenn er jetzt lächelt, dann ist es ein echtes Lächeln. Mein Name ist Emilia, das war meine Geschichte. Ich habe gelernt, dass Lügen ein Zuhause zerstören können, aber ich habe auch gelernt, dass die Wahrheit einem verletzten Herzen helfen kann zu heilen. Manchmal tut Ehrlichkeit zuerst weh, aber Lügen tun viel länger weh. Die Wahrheit ist wie Medizin, sie schmeckt vielleicht bitter, aber sie kann ein Leben retten. Jetzt gehen Albert und ich in den Garten. Die Sonne scheint, die Vögel singen. Und heute sehen die Blumen wunderschön aus. Denn sie sind echt. Vielen Dank, dass du dir die ganze Geschichte angesehen hast. Wenn du bis zum Ende dabei geblieben bist, freue ich mich wirklich sehr darüber. Emilias Geschichte zeigt uns etwas Wichtiges. Lügen können ein Zuhause schwer und traurig machen, aber die Wahrheit kann Freiheit und Frieden bringen. Ehrlichkeit tut manchmal zuerst weh, doch eine Lüge zu verstecken tut oft viel länger weh. Jetzt habe ich eine kleine Übung für dich. Das heutige deutsche Wort ist Wahrheit, Truth. Schreibe einen einfachen deutschen Satz mit Wahrheit in die Kommentare. Zum Beispiel: Die Wahrheit ist wichtig oder die Wahrheit kann Frieden bringen. Schreibe außerdem in die Kommentare: Glaubst du, dass es immer besser ist, die Wahrheit zu sagen, als eine Lüge zu verstecken? Ja oder nein? Wenn dir diese Geschichte geholfen hat, dein Hörverstehen auf Deutsch zu verbessern, dann abonniere German Tales für weitere einfache deutsche Geschichten. Hör weiter zu, übe jeden Tag weiter und wir sehen uns in der nächsten Geschichte. Tschüss.